Warum gibt es flüssiges Wasser bei bis zu minus 38 Grad? Normalerweise würde man ja denken, Wasser gefriert bei 0 Grad sofort. Das stimmt auch tendenziell bei zum Beispiel Leitungswasser oder Wasser in Pfützen, weil dieses Wasser Verunreinigung in sich hat. Das heißt Oberflächen, die diesen Phasenübergang vom Flüssigen ins Feste, von Flüssigen in die Eisform unterstützen. Man kann aber auch sehr reines Wasser haben, wie es zum Beispiel in dem Experiment hier. Hier haben wir reines, unterkühltes Wasser und wir sehen, wenn wir das in diese gesäuberte Schale gießen, dass sich kein Eis bildet, obwohl es unterkühlt ist. Wenn wir jetzt aber hier so einen Tannenzapfen dazugeben und dann nochmal das unterkühlte, reine Wasser darüber gießen, sehen wir, dass sich darauf Eis bildet. Und es liegt eben daran, dass dieser Tannenzapfen eisbildende Partikel auf sich hat. In der Atmosphäre passieren ähnliche Prozesse. Man kann unterkühlte Wolkentröpfchen haben und wenn diese Wolkentröpfchen keine bestimmte Aerosolpartikel beinhalten, sogenannte eisbildende Partikel, können diese Wolkentröpfchen bis minus 38 Grad flüssig bleiben. Also in dem Experiment war das unterkühlte Wasser jetzt bei minus 8 Grad. In der Atmosphäre kann das tatsächlich auch bis minus 38 Grad noch flüssig bleiben. In unserer Forschungsgruppe haben wir verschiedene Ansätze, um solche eisbildenden Partikel zu untersuchen mit verschiedenen Experimenten, was tendenziell schwierig ist, weil diese eisbildenden Partikel in der Atmosphäre sind sehr rar. Manchmal ist es nur 1 von 1 Million. Das heißt, man versucht, die Nadel im Heuhaufen zu finden, weshalb diese experimentellen Aufbauten auch sehr kompliziert sind. Die größere Idee ist eben dahinter, dass man Klimamodelle oder die Darstellung von Eispartikeln, von Eisentstehung in Wolken und damit auch wolkenmikrophysikalische Prozesse besser versteht, besser integriert in Klimamodelle oder in Wettermodelle auch und damit besser voraussagen kann, wann würde so eine Wolke durchgefrieren. Eisbildung in unterkühlten Wolken bildet sehr effizient Niederschlag. Das heißt, wenn so eine unterkühlte Wolke einmal Eis in sich hat, kann sich sehr schnell Eiskristalle von der Größe bilden, die herunterfallen, auf dem Weg noch unterkühlte Wolkentröpfchen zum Beispiel aufnehmen und dann entweder als Schnee oder als Regen auf der Erdoberfläche ankommen. Das heißt, es hat einen großen Einfluss auf die Niederschlagsbildung. Gleichzeitig kann man sich auch vorstellen, so eine Wolkenschicht hat ja eine kühlende Wirkung, eine abschattende Wirkung. Und wenn sich Eis bildet, das Eis rausfällt, dann ist die Wolke weniger dicht und lässt mehr Strahlung durch und schattet auch weniger die Erdoberfläche ab. Jetzt in meinem Projekt, das vom DAAD gefördert worden ist, habe ich ein neues Experiment aufgebaut, wo ich eine Wolkenkammer mit einem Einzelpartikel-Massenspektrometer gekoppelt habe, was tendenziell ein sehr schwieriger Aufbau ist und es wurde trotzdem gefördert. Das war super. Und mit diesem neuen Experiment bin ich dann in die Rocky Mountains gereist und habe dieses Experiment auf einer Bergstation aufgebaut, dem Storm Peak Laboratory, und habe dann für einen Monat vermessen, was für Aerosolpartikel gibt es dort eben, die Eis bilden können.